Here, 39 is the year of the find of the lineman. 16th meter means the situation, because Wetzel dug from meter to meter inside the cave. And the lineman has been found in the 20th meter. So we're looking for some boxes with 20th meter, 19th meter, 20th meter here, for example. And there we have the former cigar boxes, which have been changed. We have only the top of the boxes, because there it is written the date, 11th August. The lineman was 25th August 39. There it's written 20 meters. Schwarzer Humus means the upperst layer. Humus is nearly the surface of the cave. And so we kept the boxes and we made copies. Inside these boxes we have then animal bones. It's written first spit, 11th August 39, 20th meter, first spit, because Wetzel spit means 20 centimeters deep. The lineman has been found in the 6th biff on the 20th meters. That means 1 meter to 1 meter 20 under the surface. And these are finds from the first spit. Das begann bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die frühen Grabungen die ersten Grabungen waren 1861 durch den Stuttgarter Paläontologen Oskar Fraß. Der war allerdings damals für die Sammlung in Stuttgart, das war das Stuttgarter Naturalienkabinett, einfach auf der Suche nach Höhlenbärenknochen. Die fand er dann tatsächlich am Hohlenstein, hat aber damals, 1861, bereits Artefakte aus Menschenhand rausgeholt, aber sie nicht erkannt. Man wusste zu dieser Zeit noch gar nicht, wie sowas auszusehen hat. Und als er dann 1866, 5 Jahre später, an der Schussenquelle ein altsteinzeitliches Rentierjägerlager, also am Rand des Federserites, entdeckte, hat er sich entsonnen, dass er ein paar Jahre zuvor ja im Lohnetal bereits ähnliche Funde gemacht hat, kehrte zurück, 1866, in Grub in seinem eigenen Schutt und hat dann schon nett geschrieben in seinem Büchlein, wie war ich mit Blindheit geschlagen. Und seitdem ist bekannt, wie altsteinzeitliche Funde auszusehen haben. Es war eigentlich sozusagen die erste Entdeckung einer altsteinzeitlichen Fundstelle in Mitteleuropa und hat dann eben sozusagen den Nachweis der Gleichzeitigkeit von Eiszeittieren und Mensch geliefert. Aber die große Zeit der Höhlengrabungen begann dann eigentlich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Gustav Rieck war ein Geologe von der Universität in Tübingen und der wurde informiert, als 1931 im Sommer ein Heimatforscher aus Heidenheim beim Spazierengehen, muss man sagen, auf dieser Kuppe am Vogelherd ein paar Feuersteinlamellen fand. Und er meldete zu dem Tübinger Professor, der kam dann erst ein paar Wochen später an die Fundstelle und hat sich das angeschaut, hat aber sehr schnell erkannt, dass diese Feuersteinlamellen im Auswurf eines Dachsbaus lagen und dass dort eben eine Höhle zu vermuten war. Er hat eine Sondage gemacht und entschloss sich dann im Sommer 31 diese Höhle auszugraben, die Vogelherdhöhle, und hat das tatsächlich getan in der Rekordzeit von 3 Monaten. Aber das Spannende war eben an dieser Grabung von Gustav Rieck, dass man im Unterschied zu den früheren Höhlengrabungen im Lohne und im Ahrtal erstmals etwas gefunden hatte, was man bis dato nicht kannte. Das, was ja heute
Kunst nennen. Diese kleinen Figurinen aus Elfenbein geschnitzt, die die Tierwelt der Eiszeit darstellten. Das war neu. Sowas hatte man unseren Altvorderen gar nicht zugetraut. Man kannte Waffen, Gerätschaften und so weiter, aber sowas war absolutes Novum. Und das war natürlich Anfang der 30er Jahre eine Sensation, die rasch sich verbreitete, auch in der Fachwelt natürlich. Und auf diese Funde wurde dann der andere aufmerksam, dessen Namen Sie schon genannt haben, Robert Wetzel. Robert Wetzel war eigentlich auch kein Archäologe, der war Anatom, also Mediziner. Er lehrte damals in Würzburg, hatte einen Lehrstuhl für Anatomie, und als Wetzel das hörte von Gustav Riegs Funden am Vogelherd, hat er, ich sag's mal ganz einfach formuliert, gesagt, so etwas will ich auch finden. Und hat dann beschlossen, das geht heute natürlich nicht mehr aufgrund der Gesetzeslage, eigene Grabung durchzuführen. Er hat einen Antrag gestellt beim Denkmalamt, bekam die Grabungsgenehmigung und hat 1932 dann selbst begonnen an einer anderen Höhle im Lohnetal am Bockstein, Felsmassiv. Und dort hat er dann angefangen zu graben, 1932, und entdeckte tatsächlich einen neuen Fundplatz, nur knapp 30 Meter neben der Bocksteinhöhle, und hat diesen dann ausgegraben in den Jahren 1933 bis 1935, die sogenannte Bocksteinschmiede, wobei der Name irreführend ist. Schmiede denken wir ja an Metall. Er entdeckte dort allerdings Hunderte von Faustkeilen aus der Zeit des Neandertalers. Und Wetzel stellte sich so vor, die saßen da fast fabrikmäßig und haben Faustkeile geklopft. Heute wissen wir, dass das dem natürlich nicht so ist, sondern das war ein Jagdplatz, der immer wieder aufgesucht wurde. Und das waren dann die ersten Grabungen, wie gesagt, in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, die mit dem Namen Rieg und Wetzel verbunden sind. Sowohl Gustav Rieg wie auch Robert Wetzel waren beide von der Ideologie der Nationalsozialisten sehr angetan, und Wetzel hatte in jenen Jahren so den Eifer, den Forschungsdrang herauszubekommen, ob der Eiszeitjäger schon zu den frühen Deutschen gehörten. Und dieser Tatsache machte sich die bekannte sogenannte Wissenschaftsorganisation Ahnenerbe von Reichsführer Heinrich Himmler zunutze, der ja ganz gute Vorstellungen vom Germanentum hatte, der die Archäologen sozusagen, sagen wir mal, instrumentalisieren wollte für die Bestätigung seiner Ideen. Und die beiden haben gerne das Geld genommen und haben damit ihre Forschung finanziert. Gustav Rieg zum Beispiel an der Haltensteinhöhle, wo Sie heute noch eine Tafel, wenn Sie wissen, wo sie hängt, mit SS-Runen finden. Und Robert Wetzel ebenso, von dem gibt es in den Tagebüchern Fotos, wo neben Mammutzeichnungen, er konnte selbst sehr gut zeichnen, Hakenkreuze an der Wand zu finden sind. Also ein äußerer, sichtbarer Ausdruck seiner Vorstellungen. Und beide haben allerdings in der Gunst um Heinrich Himmler, man kann sagen, sich bekriegt. Robert Wetzel war das fürs Lohnetal gesehen der Sieger. Gustav Rieg hat das Lohnetal verlassen. Nach seiner letzten Grabung 36 hat dann sein Augenmerk in andere Regionen gewendet, letztlich dann auch eben ins Achtal rüber. Und Robert Wetzel war dann sozusagen der Lohnetal-Höhlenforscher und hat dann, was ja für unsere Geschichte des Löwenmenschen wichtig ist, 1937 mit Grabungen am Hohlenstein begonnen. Wobei auch das war ein Zufall. 1935 war er noch am Bockstein und es war ein Regentag. Seine Mannschaft konnte nicht unbeschwert arbeiten und dann schickte er die Jungs zum Hohlenstein, weil der Hohlenstein hinter mir auf dem Bild hat ein ziemlich weit vorkragendes Felsdach. Da kann man trockenen Fußes sozusagen arbeiten. Und dann hat er dort mal die arbeiten lassen und die haben dann tatsächlich an diesem einen Tag bei der Probegrabung festgestellt, dass dort ungestörte Schichten vorhanden sind, und dann darauf entschloss Wetzel sich, diese Höhle systematisch anzugehen. Die Höhle, als 1935 die Probegrabung stattfand, an jenem Regentag, da hat Wetzel
sagen wir mal, noch eine Mauer vorgefunden. Die Höhle war zu Teilen mit einer Mauer, die war zwar zum Teil eingestürzt, aber die war verschlossen. Und diese Mauer wusste man damals nicht, wie alt die war. Man hat spekuliert, die könnte aus dem Mittelalter sein, die könnte vielleicht aus dem Dreißigjährigen Krieg sein, die könnte sogar römisch sein, haben manche vermutet. Wir wissen heute, dass diese Mauer aus dem Jahre 1591 ist, als dort, so steht im Ratsprotokoll der Reichsstadt Ulm, zu dessen Gebiet gehörte damals das Lohnetal. Dort haben sich viele böse Buben und sonst verdächtige Personen aufgehalten. Und das war also der Grund, warum man die Höhle verschlossen hat. Das war aus archäologischer Sicht gut, weil diese große Höhlenöffnung hätte schon garantiert früher Archäologen angezogen. Und Wetzel ließ dann 1937 zum Auftakt seiner systematischen Grabungen die Mauer wegreißen und begann also, das war die Voraussetzung, mit richtigen, längeren Grabungen. Und die wurden finanziert, da sind wir wieder zurück bei der SS, über diese Organisation von Heinrich Himmler. Und zeitweise wehte auch die Flagge der SS vor der Höhle. Und Wetzel hatte auch einen Besuch des Reichsführers angekündigt bekommen, noch vor Auftakt seiner systematischen Grabung, der dann an letzter Sekunde abgesagt wurde. Er hatte dann sozusagen an der Höhle eine Schaugrabung installiert, damit Herr Himmler auch irgendwas zu sehen bekam, aber er kam dann doch nicht. Das Loch wurde dann wieder verfüllt. Und in jener Zeit entstand der sogenannte Lohnetalplan, der Himmler vorgelegt wurde, der ihn dann absegnete und damit auch Schirmherr dieser Grabung war. Und dieser Plan wurde allerdings schriftlich erst während dem Krieg 1941 veröffentlicht. In diesem Plan, jetzt mal vereinfacht gesagt, standen eben genau diese guten Ideen. Man wollte durch die Grabung im Lohnetal eben das frühe Germanentum installiert wissen. Die Figur, das ist eine der skurrilen Dinge der Entdeckungsgeschichte, wurde am allerletzten Grabungstag gefunden, am 25. August 1939. Warum war es der letzte Tag? An jedem Tag hatten nämlich die Grabungsteilnehmer, das waren Arbeiter, muss ich vorstellen, das waren keine Archäologen, die dort geschafft haben. Wetzel war der Boss und sein örtlicher Grabungsleiter war der Otto Felsing, ein Geologe. Die beiden haben die Grabung geleitet und die Arbeiter, das waren Bauern, Handwerker aus den umliegenden Dörfern, die bekamen jeden Tag den Stellungsbefehl zur Wehrmacht. Und damit musste die Grabung von einer Stunde auf die andere abgebrochen werden. Und genau an diesem Tag waren sie nach der Rekonstruktion in den Tagebüchern knapp 30 Meter hinterm Eingang in der Höhle und bargen Reste von Mammutelfenbein unter anderem. Und das wurde mit anderen Funden, mit den Werkzeuggerätschaften nach Tübingen gebracht. Auf dem Schloss in Tübingen hatte Wetzel seine Arbeits- und Magazinräume. Er war nämlich zwischenzeitlich, das hatte ich nicht erwähnt, von Würzburg nach Tübingen gewechselt an die Uni. Er ist auch gebürtiger Tübinger und hat dann diese Funde sozusagen, waren über den Krieg weg auf dem Schloss Hohen-Tübingen deponiert. Und dass sich unter diesen Funden vom letzten Grabungstag eine Elfenbeinfigur befand, wussten wir war bis vor wenigen Jahren nicht bekannt, weil in den Tagebüchern von Herrn Wetzel, die wir haben, das sind 15 Tagebücher von seiner Lohnetalgrabung, erwähnt er an keiner Stelle irgendeinen Figurenfund. Und bis dahin habe ich auch bei Führungen und so weiter immer erzählt, die Ausgraber wussten aufgrund der Umstände des letzten Grabungstags gar nicht, was sie da eigentlich gefunden haben. Und uns ist aber dann während der Arbeiten an der Neurestaurierung der Figur ein Brief zugeleitet worden aus dem Bundesarchiv in Berlin, aus den dortigen Akten der SS, der datiert vom 28. August 1939. Diesen Brief hat Herr Wetzel höchstpersönlich an Herrn Schleif geschrieben. Herr Schleif war der Oberarchäologe in Himmlers Ahnenerbe, der die Gelder vergeben hat sich am Kriegsende umgebracht mitsamt seiner Familie, um der Verhaftung zu entgehen.
Und an diesen Herrn Schleif schreibt er jetzt 3 Dinge. 2 davon waren uns bekannt. Er schreibt, die Grabungen mussten abgebrochen werden, wegen Einberufung der meisten Beteiligten, bedankt sich für die letzten 1000 Reichsmark Bezahlung und schreibt dann, ich bin am letzten Tag noch einmal über die Höhle gefahren. War im Urlaub in den Bergen. Also Wetzel war nicht anwesend am 25. August, sondern nur sein Grabungsleiter, Herr Völsing, weil ihm Herr Völsing berichtet hat von sensationellen Kulturfunden am letzten Grabungstag. Schreibt er, die Höhle wird gut verschlossen. Und unter diesen sensationellen Funden erwähnt er dezidiert Bruchstücke einer Elfenbeinplastik. Schreibt dann noch dazu, man kann nicht erkennen, was es darstellen soll, aber sicher ein Schnitzwerk. Und dann wird es noch skurriler. Im nächsten Absatz schreibt er, dies als letzte Nachricht aus dem Lohnetal. Sie werden sehen, es wird sich lohnen, in ruhigeren Zeiten weiterzuarbeiten. Richten Sie diese Nachricht bitte dem Reichsführer aus, sofern Sie ihn noch zu Gesicht bekommen, und dann Heil Hitler und das Übliche. Und dieser Brief ist der Beleg, dass Herr Wetzel durchaus erkannt hat, dass er eine Figur gefunden hat, sie aber dann, und das ist eben das Komische, in den Nachkriegsjahren nicht mehr erwähnt hat, obwohl er an derselben Fundstelle, in derselben Höhle weitergegraben hat. Das ist ein Rätsel, was er mit ins Grab genommen hat, was wir leider nicht klären können, aber wir haben natürlich eine Vermutung. Sein Biograf, dem wir auch den Brief zu verdanken haben, die Auffindung des Briefes, der hat den Gedanken, dem ich auch folgen kann, dass Herr Wetzel in den Nachkriegsjahren seine gesamten Aktivitäten der 30er Jahre, also im Nationalsozialismus, er war da ja nicht nur grabungsmäßig mit Himmler und Co. unterwegs, sondern er war an der Uni Tübingen Leiter des NS-Dozentenbundes. Jede Stellenbesetzung in Tübingen ging über seinen Schreibtisch. Er versuchte auch die Uni stramm auf Kurs zu bringen als Reichsuniversität. Und dass er diese ganzen Dinge ausgeblendet hat nach dem Krieg, sozusagen damit auch den Figurenfund vom letzten Grabungstag 39, der war weg. Dass diese Theorie wahrscheinlich stimmen könnte, dafür sprechen die Funde, die man dann in den 70er Jahren machte in seinem Arbeitszimmer in Tübingen. Da fand man nämlich Teile vom Kopf der Figur, die dort in einer Schublade lagen. Also er hat sich mit diesem Fund befasst, aber hat ihn nicht weiter publik gemacht. Großteile der Figur lagen in einer Kiste, die dann eben 30 Jahre später, erst 1969, als nach Wetzels Tod, er starb 1962 im April, und danach sein Tod kam aufgrund eines Schenkungsvertrages mit der Stadt Ulm alle seine Funde sukzessive hier ins Museum. Lagen dann jahrelang im Depot, bis 1969 im Herbst der Archäologe Joachim Hahn nach Ulm kam. Hahn hatte gerade frisch promoviert in Köln muss man sagen. Und es war seine erste Arbeit. Er hatte einen Werkvertrag für 4 Monate und die Aufgabenstellung war Inventarisierung der Funde aus der Stadelhöhle. Und Joachim Hahn, der lebt nicht mehr. Joachim Hahn hat mir aber einige Dinge erzählt. Ich habe bei ihm auch gelernt. Ich habe in Tübingen, Uni in Göttingen studiert und Joachim Hahn war mein Lehrer in Sachen Urgeschichte, die eben in keinem Buch zu finden sind. Und das war ein Tag im Dezember 1969, als er hier im Keller saß, hatte nämlich an diesem Tag diese bedeutende Kiste entdeckt vom August 39. Und er hatte 2 Kommilitonen zu Besuch aus Köln, die beide noch leben. Das war der Hannes Löhr und der Gerd Albrecht. Joachim Hahn, leider habe ich noch nicht erwähnt, ist 1997 sehr früh gestorben, mit 54 Jahren. Und diese beiden Kommilitonen, haben diese Teile von Elfenbein vom letzten Tag entdeckt, ausgepackt und gemerkt, das sind nicht einfach Stücke von einem Stoßzahn. Das wäre nicht so ungewöhnlich, einfach nur Stoßzahnteile zu finden, die hat man immer mitgenommen als Rohmaterial. Aber die haben gleich erkannt, dass da dran geschnitzt wurde.
Und die 3 Jungs haben hingesetzt und haben gepuzzelt. Einfach mal ein paar Tage und Nächte gepuzzelt. Und was dabei rauskam, ist eine Figur gewesen, die schon relativ groß war, knapp 30 Zentimeter damals, von der am Kopf allerdings nur ein Teil war, nämlich das Teil vom linken Ohr, wo das linke Ohr noch dran war. Joachim Hahn hat aber damals bereits richtig erkannt, dass die Figur in einer menschlichen Haltung geschnitzt wurde, dass aber der Kopf ein Tierkopf sein muss. Er hat gesagt und geschrieben auch dann, dass das Ohr weder von seiner Form noch von seiner Position zu einem Menschenohr passt. Es hat damals Furore gemacht in Fachzeitschriften, aber auch populäre Magazine haben es aufgegriffen. Ich habe aus der Zeit einen Artikel vom März 1970, da steht drin als Überschrift: Der Ulmer Tiermensch, Aprilscherz oder Sensation. Es dauerte noch weitere Jahre, bis dann weitere Teile bekannt wurden. Zum einen das, was ich erwähnt hatte, dass man beim Aufräumen des Arbeitszimmers in Tübingen tatsächlich Teile der Figur gefunden hat, vor allem vom Kopf. Gott sei Dank hat die einen Mann gefunden, der mit Wetzel befreundet war, der auch mit dem Aufräumen des Zimmers befasst war und der sie dann ins Museum brachte, sodass sie nicht verloren waren. Dann noch ein bisschen skurriler oder fast, man kann sagen, märchenhafter wirkt die Geschichte, dass angeblich ein Kind beim Spielen in der Höhle einen Teil vom Kopf gefunden hat. Es war wirklich ein Teil von der Schnauze. Die Geschichte habe ich nicht geglaubt, weil sie mir zu skurril klang. Vor allem, weil man sich damals nichts notiert hatte. Die Frau, die den Fund abgab, hat behauptet, ihr Sohn hat 2 Spielen gefunden. Man hat sich keinen Namen notiert, kein genaues Datum, man wusste nichts. Es wurde einfach zur Figur gelegt. Und aus heutiger Sicht wissen wir, dass tatsächlich lose Teile der Figur noch in der Höhle lagen. Und deshalb glaube ich es heute, aber es klingt unglaubwürdig. Und diese Funde wurden zur Figur gelegt und dann aber erst wiederum Jahre später, 1982, provisorisch an die Figur dran gebaut von der Schweizer Paläontologin Elisabeth Schmid. Und das Ganze wurde auch publiziert. Es waren ja wirklich wichtige Neufunde. Aber an absolut entlegener Stelle, nämlich 1984 in der Beilage zum Geschäftsbericht der Ulmer Volksbank. Als ich anfing, das war 1985 hier im Haus, kannte ich die Figur nicht. Den Geschäftsbericht hatte ich nicht gelesen. Ich wusste nur die Figur im Zustand Joachim Hahn, erste Zusammensetzung 1969/70. Und war völlig perplex, dass da mehr da war. Und wir haben damals mit dem früheren Direktor, mit dem Herrn Dr. Troll, besprochen, wir müssen unbedingt, wir haben ein Kleinod der Steinzeitkunst im Tresor, es war nicht ausgestellt. Das ist nicht ordentlich restauriert, das ist nicht ordentlich publiziert. Und das möchten wir auch gerne im Original zeigen. Da sind wir im Haus aber überfordert. Wir haben keine Restaurierung für archäologische Funde, schon gar nicht für Elfenbein. Und haben dann einen Partner gewonnen, nämlich das Landesmuseum in Stuttgart, im Alten Schloss. Dort war damals mein Studienkollege Erwin Käfer, Leiter der archäologischen Sammlung. Und auf der Schiene bekamen wir dann die Unterstützung. In Stuttgart lief 1988 die erste professionelle Restaurierung des Löwenmenschen. Der damals aber noch nicht Löwenmensch hieß. War ganz neutral Statuette mit tierischen und menschlichen Merkmalen. Ja. Und das war wirklich, das Ganze wurde dann auch sehr schnell publiziert, 1989, die Frau Schmid, federführend, hat die Publikation übernommen. Das war dann der erste Schritt zum Löwenmenschen in heutiger Form. Und wir haben dann 1994 hier im Haus eine erste Ausstellung gemacht, eine Sonderausstellung rund um die Figur. Und für diese Ausstellung suchte ich einen passenden Begriff für unsere Figur.
Und dann fiel mir der Löwenmensch ein und seitdem hat er sich auch etabliert, dieser Begriff für die Figur. Und zweiter Grund noch ein bisschen zu am Rande spielte mit der Genderstreit. Es ging nämlich damals hoch her in den Befürwortern der weiblichen Deutung und der männlichen Deutung. Da gab es heftige Streitereien und ich habe mich dann entschlossen, den Menschen draus zu machen und gesagt, Schluss, es gibt hundertprozentig vor Gericht keinen Grund, jemanden zu verurteilen. Die Vorgaben sind so, dass du eben kein dezidiertes Urteil treffen konntest, damals zumindest. Und wir haben dann die Löwenmenschen, dabei bleibt es jetzt auch so eingeführt. Und seitdem ist die Figur unter diesem Begriff auch bekannt. Und mittlerweile eben auch weltweit, darf man wirklich sagen, in allen möglichen Sprachen. Und damit schien aber eigentlich das Kapitel abgeschlossen. Das war für uns eigentlich die Überraschung, nachdem ja eigentlich zunächst mal zu erwarten war, dass 2009 bei den neuen Grabungen im Innern der Stadelhöhle tatsächlich die Fundstelle wiederentdeckt wurde von 39, die unberührt war. Und das war für mich eigentlich der Moment, den Tag eben, den vergesse ich nicht, das war der 4. November 2011, da haben wir uns hier getroffen mit dem Grabungsleiter, mit dem Professor Kind, mit seinem örtlichen Grabungsleiter und mit einer Studentin, und die kamen hier mit ihren 3 Elfenbeinteile und wir haben die Figur aus der Vitrine genommen und haben die 9 Elfenbeinteile aus den Grabungen, wieder Joachim Hahn mit seinen 2 Freunden, 69, wir haben gepuzzelt. Ich weiß noch genau, dass der Joachim Kind gesagt hat, wenn wir heute was finden, was zum Löwenmensch gehört, dann lade ich euch nachher auf eine Runde Currywurst ein. Er musste uns nachher ins indische Restaurant Himalaya da drüben einladen auf ein 3-Gänge-Menü, weil wir hatten tatsächlich nach 3 Stunden unsystematischen Puzzelns bereits 5 Anpassungen. Und das war für mich der bewegendste Moment, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben die Fundstelle der Figur wieder, das war unglaublich. Und da liegen noch Teile rum. Und insofern war das war so ein Moment, wo das vergisst du nicht. In dem einen Aufsatz, den ich Ihnen geschickt habe, habe ich eine Skizze drin, die der Joachim Kind gemacht hat, so strichmännchenmäßig, wo wir dann die Teile mal so provisorisch eingetragen haben. Das war also ein ganz irrer Moment. Und dann ging eben mit der nötigen Aufmerksamkeit, wie man es bei modernen Höhlengrabungen hat, wurde das gesamte Sediment rausgeholt. Und so kamen dann diese Hunderten von neuen Teilen, vor allem kleine Stückchen, heraus, die dann in diese neue Restaurierung mündeten. In dem Höhlenbereich, wir nennen diesen Bereich Kammer des Löwenmenschen, weil es hinten drin so eine kammerartige, nach beiden Seiten sich öffnende Höhlenöffnung ist, sind die vom aktuellen Oberfläche bis auf den Felsboden runter. Und man weiß, wo die Schichten vom Aurignacian sind, also aus Zeit des Löwenmenschen. Da wurden auch Radiokohlenstoffdaten genommen, sodass wir das ganz sicher verorten können, wo das lag. Und dann hat man auch die Teile, das ist jetzt weiter eigentlich ein Teil der skurrilen Fundgeschichte, viele Teile des Löwenmenschen, kleine Teile, die man 39 nicht mitgenommen und übersehen hatte aufgrund der Grabungstechnik. Damals wurde nicht geschiebt und geschlemmt, wie man es heute macht. Und dann kam dazu letzter Grabungstag, bevorstehender Krieg und so weiter, kann man sich ausmalen. Die lagen noch im Abraum vor der Höhle. Wenn die jetzt nicht den Stellungsbefehl bekommen hätten, hätten die am 26. August weitergegraben. Was wäre passiert? Die hätten die Erde von dem 25. in Loren gefüllt, große Metallbehälter, die auf Schienen die Erde außerhalb der Höhle transportiert hätten. Und so war es jeden Tag so auf der Grabung. Man sieht heute noch an der Höhle den Damm der Lorenbahn. Und dann wurde das Sediment draußen verkippt. Und so wäre es auch mit dem Sediment gewesen. Nur der Umstand des Abbruchs hat bewogen, dass die Erde mit den Löwenmensch-Restteilen da noch drin blieb. Völlig verrückt eigentlich, der Gedanke.
Und wir haben dann in den intakten Fundschichten hinter dem Abraum auch noch Dinge gefunden, die im Umfeld des Löwenmenschen eine Rolle spielen. Der lag da ja nicht ganz allein. Da lag Schmuck dabei und da lag Rehengeweih dabei. Und wir haben noch Schmuck, der zu diesen Schmuckketten, die man bereits hatte, passt, in situ, also in Originallage gefunden und wissen daher genau, welche Schicht das war. Das sind durchlochte Fuchszähne, die zu einer Kette oder zum Kleiderbesatz gehören. Und da fand man welche noch in dieser Schicht drin. Wir haben dann zunächst mal begonnen, Röntgenaufnahmen zu starten. Das war noch ganz lustig, weil der Beginn unserer Röntgenaufnahmen fand hier in der Uniklinik Ulm statt. Dort in der Chirurgie, wo du eben mit dem Bandscheibenvorfall oder mit dem Beinbruch eingeliefert wirst, durften wir in der Mittagspause kommen und haben dann, ich weiß noch, wir standen am PC, die Patientendaten eingeben. Name, Alter, Geschlecht, Kasse. Und Aufnahmen waren enttäuschend. Dann haben die Ärzte uns aufgeklärt und gesagt, ja, die Strahlung, die wir für Menschen nutzen, ist für das dichte Material Elfenbein einfach zu gering. Kann nicht funktionieren. Dann haben wir aber die Flinte nicht ins Korn geworfen und haben Jahre später Kontakt bekommen zur Hochschule in Aalen. Und das ist auch wieder ein Zufall. saß, der ist seit letztem Jahr im Ruhestand, ein Ingenieur in der Mechatronik. Das war der Herr Berger. Und der ist Archäologie interessiert. Und der hat von unserem Problem gehört und hat gesagt, bringen Sie bitte den Löwenmenschen zu uns. Wir haben einen 3D-Computertomographen, mit dem wir Maschinenbauteile für die Industrie röntgen. Und da ist die Strahlung hoch genug, ohne dass wir was zerstören. Und dann haben wir tatsächlich die ersten Röntgenaufnahmen 3D in Aalen gemacht. Und ich war hellauf begeistert. Wir haben in 0,3 mm Schnitten damals die ganze Figur gescannt. Heute sind 0,3 mm schon Peanuts. Wir sind bei 0,01 im Moment. Und waren die ersten Erkenntnisse, wie das, was ich heute schon erzählt habe, dass eben die Figur aus einem Stoßzahn geschnitzt ist, dass man die Zahnmarkhöhle bewusst ausgenutzt hat. Und diese Erkenntnisse, die wir aus diesen ersten Röntgenaufnahmen hatten, mündeten in ein archäologisches Experiment. Wir gewannen dann den Archäotechniker Wulf Heim aus dem Raum Frankfurt, der kein Anfänger war im Elfenbeinschnitzen. Der hatte schon zum Beispiel das Pferdchen vom Vogelherd geschnitzt und haben gesagt, Wulf, schnitz uns mal bitte einen zweiten Löwenmenschen. Das war jetzt leichter gesagt als getan. Man musste erst mal ein Rohmaterial finden. Und es ist zwar Mammutelfenbein auf dem Markt, aber aus Sibirien oder aus der Nordsee vor allem. Aber dieses Mammutelfenbein ist bereits Witterungseinflüssen ausgesetzt. Und der Wulf sagte zu mir, ich will nicht mit Mammutelfenbein schnitzen, aber wenn du mir noch so ein schönes Stück gibst, das zerbricht mir wahrscheinlich dann während dem Herstellungsprozess oder hat dann Klüfte, Spalten und ist dann hin. Deshalb haben wir als Ausweichmaterial Elefantenelfenbein genommen. Das ist ein bisschen anders strukturiert wie Mammut, aber ähnlich. Ganz legal mit Zollpapieren. Und aus diesem Stoßzahnstück, das genau die gleichen Dimensionen aufwies, die wir auch von den Röntgenaufnahmen wussten, mit Pulpahöhle und so, hat er einen zweiten Löwenmenschen geschnitzt mit dem Werkzeugkoffer, muss man sagen, der Steinzeit. Wir wissen die Werkzeuge des Aurignaciens, wir kennen sie, das sind eigentlich nur 4 Typen. Das sind Messer oder Klingen, das sind Kratzer oder Schaber, das sind Bohrer und das sind Stichel. Stichel sind ganz wichtig für solche Figuren, weil man damit Hinterschneidungen machen kann. Und mit diesem Werkzeugkoffer hat er einen zweiten Löwenmensch geschnitzt und der hat tatsächlich über 300 Stunden gebraucht. Trotz Versuchen, wie man das Elfenbein aufweichen kann. Er hat Materialien benutzt, die man für die Steinzeit vermuten kann, dass sie im Einsatz waren. Natürlich Wasser, Pflanzensäfte, Urin, alles Mögliche, was man eben als zur Verfügung hatte. Letztlich erwies sich das Einlegen in Wasser. Das Wässern immer wieder als beste Methode. Durch das Wässern wurden die obersten 1-2 mm weich. Die konntest du schnitzen und dann musstest du aber wieder einlegen.
Das heißt, deshalb zog sich das auch so lange. Du kannst nicht an einem Stück schnitzen, das geht einfach nicht. War aber klar, dass dass man so eine Figur wie den Löwenmenschen nicht mal am Feierabend schnitzt, wenn man von der Jagd nach Hause kommt, sitzt an der Höhle und macht mal geschwind einen Löwenmensch. Das hat jemand gemacht, der erstens natürlich künstlerisch, handwerklich das drauf hatte, der aber auch die Zeit dafür hatte, der den Auftrag hatte, das für seine Gruppe zu machen. Jetzt kommt natürlich die Idee ins Spiel, ja Moment, das ist gar kein Fantasiewesen, das ist einfach ein maskierter Mensch. Aber ein maskierter Mensch ist für mich fast deckungsgleich mit einem Fantasiewesen, weil auch hier wird suggeriert deiner Umwelt, dass du ein Mischwesen bist, wenn du dich maskierst. Und insofern, auch wenn man hier der Meinung ist, was man durchaus sein kann, dass hier ein Mensch sich einen Löwenschädel mit angenähtem Fell, mit angenähten Läufen übergehängt hat und unten gucken die Beine und Füße raus, kann sein. Es kann aber auch sein, es ist tatsächlich eine reine Kopfgeschichte, dass jemand Löwe und Mensch kombiniert hat. Beide Möglichkeiten gehen für mich aber in die gleiche Richtung. Wir sind irgendwo in der spirituellen Welt der Eiszeitjäger. Es sind eigentlich zwei Dinge, die ihn so besonders machen. Einmal ist seine Größe. Das ist zwar auf den ersten Blick, wenn man die Figur sieht, denkt man, naja, so riesig ist er ja nicht gerade. Es ist aber momentan der Riese der Eiszeitkunst von der Alp. Die Figur hat jetzt momentan 31 Zentimeter Höhe und ist, das ist der zweite interessante Aspekt, eben die einzige Figur, die eindeutig ein Mischwesen darstellt. Wo man keinen Zweifel hat, hier ist halb Tier, in dem Fall Löwe, halb Mensch dargestellt. Es gibt zwar noch 2, 3 Figurine von der Alp, die man im Verdacht hat, dass sie was Ähnliches sein könnten, aber da ist die Größe und der Haltungszustand nicht gut genug, um das zu sagen. Das sind die beiden Dinge, die an der Figur so faszinierend sind. Und die Tatsache, dass es eben ein Mischwesen ist, das geht ja über, also one step beyond, wenn ich jetzt eine Figur, ein Pferd oder ein Löwe schnitze, dann versuche ich ein mehr oder weniger auch stilisiertes Abbild eines Tieres zu formen. Aber in dem Fall bin ich einen Schritt darüber hinausgegangen, ich mache ein Mischwesen, was es gar nicht gibt. Also das ist ja gedanklich einfach ein Schritt drüber hinaus. Und das ist das Spannende. Das, was die Figur auch nicht nur für die Archäologie spannend macht, sondern auch für die Gehirnforscher, für die Evolutionsforschung. Was bedeutet das für unsere menschliche Entwicklung, dass jemand ein Fantasiewesen schafft, was es nicht gibt? Schamanismus kommt schnell ins Gespräch wenn man Masken, Sie hatten früher den Diakonie erwähnt von Trois Frères, diese wenigen Mischwesendarstellungen sind ja nicht viele, die wir aus der Höhlenmalerei Westeuropas kennen. Die haben auch solche Kombinationen und interessanterweise die gleichen. Der Unterbau ist Mensch, der Oberbau ist Tier oder sogar eine Mischung von mehreren Tieren. Also da gibt es verschiedene Varianten. Und da kommt tatsächlich der Schamanismus ins Spiel. Ist ein sehr komplexes Phänomen, Schamanismus, was ich jetzt nicht mit 3 Sätzen erläutern kann. Aber da spielt die Interaktion Tier und Mensch eine Riesenrolle. Die ist ausgesprochen wichtig und Schamanen oder Schamaninnen, das können Männer wie Frauen sein, die schlüpfen bei bestimmten Ritualen eben in Tiermasken und die können sich tatsächlich in Trancezustände versetzen, wo die tatsächlich auch sich teilweise in den Körper eines Tieres verwandeln. Man kann auch sich vorstellen, dass auch diese Schamanen, das wissen wir aus modernen Beispielen, auch mit Drogen teilweise experimentieren oder zur Hilfenahme von Drogen zumindest diese Zustände erreichen. Aber von unserer Gehirnstruktur kann sich natürlich nur in ein Tier verwandeln, das dein Gehirn schon mal abgespeichert hat. Und das funktioniert aber anscheinend. Die Gehirnforscher sagen, dass es mehrere Trancephasen gibt. Und in der letzten Phase bist du tatsächlich im Körper eines Tieres drin. Und das ist natürlich hier auch möglich, dass hier irgend so etwas, ich will jetzt nicht heißen, dass Löwenmensch das Ergebnis eines schamanistischen Trips ist, aber
ist alles denkbar. Weil wenn wir wirklich das nachweisen können, dann wird wirklich die Deutung Richtung Hilfsgeist oder sowas gehen. Denn wir können den Schamanismus für altsteinzeitliche Gesellschaften nicht beweisen, das ist Fakt, aber wir können ihn vermuten. Wenn wir das ganze Bild zusammenziehen, was wir über die Höhlenmalereien haben, was wir gefunden aus den Alphöhlen in Form von Figuren und so weiter haben, können wir uns schon ausmalen, dass Schamanismus in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat in diesen Gemeinschaften. Und ich habe ja nichts, ich habe ein Objekt, das an sich nichts sagt, das ist tote Materie. Aber ich versuche ja dahinter zu kommen, warum wurde das Objekt geschaffen, was hat das Objekt in der Community damals für eine Rolle gespielt, zu was wurde es gebraucht. Und Sie hatten da die Frage gestellt, ob ich mit ihm spreche oder so. Das tue ich jetzt nicht, dass ich jetzt im Dunkeln mit ihm stehe und spreche, aber man macht sich seine Gedanken natürlich. Und das sind auch Dinge, die in der Forschung immer wichtig sind. Wir haben zum Beispiel vor ein paar Jahren gesagt, wir untersuchen mal die Oberfläche der Figur. Auf Abnutzungsspuren, auf Bearbeitungsspuren, auf Zeichen. Und sind dann drauf gekommen, dass diese Figur, da wo die Oberfläche, die alte, vorhanden ist sie im Schwäbischen, sagt man, abgekrabbelt. Die ist völlig abgenutzt. Das heißt, die ging durch viele, viele Hände. Und ich könnte mir vorstellen, die ist nicht nur für ein paar Tage oder ein paar Wochen gemacht worden, für irgendwelche Rituale, sondern die wurde vielleicht sogar über 1, 2, 3 Generationen weitergegeben innerhalb einer Gemeinschaft und benutzt für ähnliche Rituale. Die Abnutzungsspuren sprechen da eine eindeutige Sprache. Und das ist eben das Spannende. Und wir haben im Moment noch ein Projekt vor, weil wir sind bei diesen mikroskopischen Aufnahmen der Oberfläche draufgekommen, dass am Maul des Löwen was Besonderes passiert sein muss. Das Maul ist mit ganz feinen Strichen versehen, wie von ihm immer wieder gerieben hätte. Und im Elfenbein unter der Oberfläche sind 1, 2 Millimeter verfärbt, aber nur am Maul, sonst nirgends an der Figur. Und dann habe ich ein bisschen mich kundig gemacht in schamanistischer Literatur und bin tatsächlich darauf gestoßen. Das war auch vor ein paar Jahren in einer schönen Ausstellung im Lindenmuseum in Stuttgart zu sehen. Schamanen Sibiens hieß die. Dass solche Schamanen tatsächlich ihre Hilfsgeister, das sind aus Holz geschnitzte oder aus Knochen und Geweih geschnitzte Figuren in Form von Tieren oder von Mischwesen, dass die bei manchen Ritualen symbolisch gefüttert werden. Da wird das Maul mit Blut, mit Fett, mit Pflanzensäften oder irgendwas eingerieben. Es reizt uns jetzt rauszukriegen, was ist beim Löwenmenschen vor 40.000 Jahren passiert am Maul. Und Problem ist nur, wir dürfen ja die Figur nicht, in keiner Weise einen Teil der Figur irgendwie opfern, also zerstören. Das linke Ohr ist total fein ziseliert, dann der linke Oberarm ist mit einem, ich sage es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, mit einer Art Tattoo versehen. Und zwar nicht einfach nur eingeschnitten, wenn man genau dahinter steht, auch wo ich jetzt gerade sitze, sehe ich es. Das ist ein ganz flaches Relief. Auf diesem Relief sind diese waagrechten Schnitte zu finden. Nicht immer nur ein Schnitt, jede Kerbe ist mehrfach geschnitten. Und wenn ich ihn rausnehmen würde, auch die linke Fußsohle. Das heißt, wir haben linksseitig Markierungen, rechts fehlen die. Jetzt habe ich bei der Führung mal eine Gruppe gefragt, warum. Die haben die typisch schwäbische Antwort gegeben, die hatten keine Zeit mehr für die andere Seite. Sage ich, nee, das muss einen anderen Grund haben. Eine Freundin von mir, die Sibylle Wolf, Elfenbein-Expertin von der Uni Tübingen, die hat eine ganz einfache andere Lösung. Die linke Seite ist die Herzseite des Menschen, hat sie gesagt, deshalb ist links markiert. Und wir versuchen dann, wie ich es vorher schon sagte, wir versuchen ja irgendwas zu deuten, man braucht ein bisschen Fantasie, ob es nun stimmt oder nicht. Für solche Gedanken hätte ich dann manchmal gern die berühmte Zeitmaschine. Dann für 1, 2 Tage zum Löwenmensch reisen, aber mit Rückholfunktion.
Und dass man dann weiß, liegen wir richtig, liegen wir falsch oder liegen wir völlig daneben mit unserer Deutung. Wenn ich einen Stoßzahn nutze, es heißt ja nicht, dass es der Stoßzahn eines frisch erlegten Tieres war. Könnte sein, ich habe von einem Mammutfriedhof jener Zeit mir ein Stück geholt, das schon 200-300 Jahre da liegt, und habe daraus den Löwenmensch geschnitzt. Und das war angewittert. Und auf der einen Seite war es eben nicht mehr so gut zum Schnitzen. Der rechte Arm wirkt ja durchaus, oder die rechte Pranke, auch etwas unförmiger, sage ich mal, wie die linke. Kann auch ein Grund gewesen sein, dass das Rohmaterial einfach nicht dazu taugte. Eine kleine Beobachtung noch: Wenn man die Figur sich anschaut, scheint es so, dass sie von oben nach unten sich stufenförmig verjüngt. Das heißt, wenn man schaut zum Beispiel auf die Rückfront, man sieht oben den Nacken, die Schulterblätter, und dann gibt es einen Cut. Und wir sind trotzdem noch auf den alten Oberflächen. Dann haben wir den langgestreckten Rücken, und vorne ist es ganz genauso. Da wo der Nabel ist, der Bauchnabel, sind wir auf der alten Oberfläche. Gehe ich aber ein Stückchen rauf, da fehlt mir die alte Oberfläche. Da fehlt dann schon wieder ein Cut. Wobei muss man wissen, wie so ein Stoßzahn wächst und zerfällt. Das ist in Lamellen. Nach den Röntgenaufnahmen haben wir an der breitesten Stelle des Löwenmenschen 28 Wachstumsringe. Das heißt, wenn dann dieses Elfenbein zerfällt wieder, dann löst sich das Kollagen, was eigentlich diese Lamellen zusammenhält, löst sich auf und es zerfällt in diese Lamellenstruktur. Und wenn ich jetzt stufenweise mir vorstelle, ich schnitze etwas stufenweise immer von oben nach unten, dann kann ich mir diese Struktur zunutze machen, dass ich immer eine Lage tiefer gehe. Ist denkbar. Ich will nicht bezweifeln, dass in diesen, deshalb sage ich auch Markierungen und nicht Verzierungen, dass die nicht einfach angebracht wurden, damit die Figur jetzt schöner aussieht. Das ist eine Information, die wir aber nicht lesen können. Wir wissen nicht, was bedeuten die Striche auf dem Oberarm, was bedeutet das Kreuz auf der Fußsohle, was bedeuten die Ohrmarkierungen. Aber es zeigt, dass diese Figur über das Figürliche hinaus ein Informationsträger war. Und das gilt für fast alle Figuren von der Alp, wenn man die sich anguckt. Die meisten haben Punkte, Kreuze, Striche in verschiedenen Kombinationen. Man kann jetzt simplifizierend sagen, ja, da haben die halt das Fell dargestellt oder irgendwas Ähnliches. Ich glaube aber, dass das darüber hinausgeht. Wenn Sie das kleine Mammut von der Vogelhashöhle, was man im Nachabraum gefunden hat, die Füße anguckst, die Kreuze auf den Füßen, die siehst du nicht, wenn du sie hinstellst. Die siehst du erst, wenn du die Figur umdrehst. Das bedeutet irgendwas. Aber wir wissen nicht was. Es gibt eine Studentin, die im Rahmen ihrer Doktorarbeit, die Eva Dudkiewicz, die jetzt in Berlin arbeitet, die hat versucht, der Joachim Hahn übrigens als Erster, sie war nicht die Erste, die probiert haben, da eine Art Systematik drin zu erkennen. Gibt es übereinstimmende Markierungsmuster auf den Figuren? Und das ist ganz, ganz schwierig, weil du stehst nicht vor der zweiten Entzifferung irgendeiner Keilschrift oder irgend sowas. Die Zeichen sind so einfach. Du kannst zwar Gleichmäßigkeiten erkennen, aber du kannst die nicht entziffern. Vor ein paar Jahren sind wir eigentlich eher durch einen Zufall nach einer Führung draufgekommen, dass auch mit den Ohren des Löwenmenschen was Besonderes ist. Es war ein HNO-Arzt der Uniklinik Ulm, der hier bei meiner Führung war. Und der nach der Führung zu mir kam und sagte, ob ich mir die Ohren schon mal näher angeguckt habe. Sag ich, naja schon, aber wieso, was ist da jetzt? Das sind halt Katzenohren. Sagt er, ja, Moment, schon, aber das rechte Ohr ist anders orientiert wie das linke. Und dann haben wir uns das angeguckt und man sieht tatsächlich, wenn man hinschaut, dass am rechten Ohr eine Hautfalte eingeschnitten ist, dieses Ohr um fast 30 Grad nach rechts wegdreht. Das andere ist direkt nach vorne orientiert. Und Katzen können das, die können ihre Ohren, je nachdem, wohin sie lauschen, richten. Und wir haben einen kleinen Aufsatz publiziert, der Löwenmensch hört auf ein Geräusch von rechts, so blöd es klingt. Es mag jetzt irgendwie unbedeutend sein, aber ich denke, das hat der, die Figur geschnitzt hat, der wollte genau das zeigen, darstellen.
Noch dazu kommt, dass er an beiden Ohren die Hörkanäle eingebohrt hat. Und das heißt, die Darstellung der Hörfunktion war absolut wichtig. Also an der Figur ist nichts dem Zufall überlassen, das glaube ich nicht, sondern da sind alle Teile, auch die Markierungen, ich sage bewusst nicht Verzierungen, die wir drauf haben, auch die sprechen dafür, dass hier viele Informationen drinstecken, die wir auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Darstellung eines menschlichen Gesichtes ein Tabu war. Dass man das nicht durfte. Das haben wir ja auch in den Höhlenmalereien nicht. In den Höhlenmalereien sind ganz tolle Darstellungen, auch von den Tieren. Die Köpfe sind perfekt. Du hättest einen Menschenkopf auch machen können. Aber wir haben das nicht. Also uns wundert ja, dass der Körper so lang ist, der Korpus der Figur. Der ist eigentlich für einen Menschen zu hoch. Erinnert mich an eine Katze. Wenn eine Katze sich streckt oder springt oder liegt, dann streckt die sich so. Eine Idee wäre wirklich tatsächlich, da steckt eigentlich ein Mensch drin, der Kopf ist jetzt auf Brusthöhe, oder es ist wirklich eben, das ist ein Tier. Ich glaube, wir suchen ziemlich krampfhaft zu unterscheiden, was ist Tier, was ist Löwe, was ist Mensch an der Figur. Aber ich denke, wir müssen da gar nicht so strikt eine Grenze ziehen. In der Figur steckt so viel drin, das fließt, da gibt es keine genaue Grenze, was Löwe, was Mensch ist. It looks very static. This figure is standing like this. Huh? But if you have a closer look, you see there's much movement. The feet are like this, in this position. The shoulder blades are like this, moving forward, and the so-called arms, they are like this, ready to jump, ready to fight, and this in combination with the eyes and with the ears directed in different directions, orientated. There's much more movement in the figurine than you see in the first glimpse. The artist who did this, he was able to put movement in this on the first view static figurine. The figurine can't have been used, it can't be stood upright as we put it in our showcase. Without this metal thing, it would fall down. So when using the Lion Man, you had to take it in hand, put it in your hand, and to show it around maybe. Of course, you can lean it to a rock shelter, you can lay it down on the floor, but you can't stand it upright. If telling stories or something in connection with this figurine, with presenting this figurine, you have to take it in the hand. And what I told on the traces on the surface, they show us it has been taken in the hand very, very often. Mit dem Schmuck und den Rehengeweihen, das ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben dort hinten in dieser Kammer keine Werkzeuge. Also das war kein Platz, wo du dich aufgehalten hast, wo du gewohnt gearbeitet hast. Da wurde offenkundig die Figur deponiert mit Schmuck, mit Rehengeweih und vielleicht war noch Kleidung dabei, Decken, was weiß ich, das kann man ja alles nicht mehr nachweisen. Wurde dort abgelegt, vielleicht auch versteckt, um sie wiederzuholen und ist dann eben 40.000 Jahre später gefunden worden. Aber diese Kombination von Schmuck, von Figur und von Geweih, die habe ich mal auf einer Tagung vorgestellt und da war eine Kollegin aus der Ukraine unter den Zuhörern. Und die befasst sich mit Geweihdeponierung in Höhlen Eurasiens. Und die Frau hat danach uns einen Film vorgeführt, der ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Sibirien gedreht worden, bei modernen Rentierjägern. Und was ist drauf auf dem Film zu sehen?
Im Rahmen schamanistischer Rituale sammeln die Abrufstangen weiblicher Rentiere im Frühjahr auf, hängen die in Holzgestelle, die sie in der Tundra aufstellen, hängen Schmuck dazu und platzieren dazwischen ihre aus Holz geschnitzten Hilfsgeister. Können Sie sich ja vorstellen, wie es im Kopf gerattert hat, was eventuell hier beim Löwenmenschen in der Stadelhöhle passiert sein könnte. Ich denke nicht, dass er plötzlich liegen geblieben ist. Wenn das ein Ort war, dieser Rückraum der Höhle, wo man die Figur deponiert oder gar versteckt hat, dann war das immer wieder nach irgendwelchen Ritualen, nach irgendwelchen Handlungen, wo man dann die Figur nicht mehr brauchte, wo man sie aufbewahren wollte. Und aus irgendeinem Grunde, so gehe ich davon aus, die wurde nicht weggeworfen wie Müll oder vergessen, sondern aus irgendeinem Grunde sind die Menschen nicht mehr zurückgekehrt an diesen Platz. Und dann blieb die da eben liegen, über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, wurde zusedimentiert und ist dann eben so heute auf uns gekommen. Diese Stadelhöhle selbst hat, das muss man wissen, nur ganz wenig Spuren einer Besiedlung im klassischen Sinne in dieser Zeit des Löwenmenschen erbracht. Da waren keine Leute wie am Vogelherd, die 2 Kilometer entfernte Jagdstation, die sich dort Tage oder Wochen lang, Monate lang vielleicht aufgehalten haben, sondern das waren kleine Gruppen. Wir haben 2, 3 Feuerstellen im Eingangsbereich, mehr nicht. Kleine Gruppen für kurze Zeit. Deshalb vermuten wir, es ist auch wieder nur eine Idee, dass diese Höhle eine besondere Funktion hatte. Dass es eben keine klassische Jagdstation war, Wohnhöhle, sondern möglicherweise eine andere Funktion, die tatsächlich mit kultischen, obwohl das Wort Kult ein bisschen negativ belegt ist, aber ich benutze es jetzt mal, mit kultischen Handlungen im Zusammenhang steht. Und was sind 2 Kilometer? Vogelherd und Stadelhöhle, das ist ein Katzensprung. Und warum sollen es nicht die gleichen Leute gewesen sein, die am Vogelherd gewohnt, gearbeitet, gelebt haben, die diese Höhle benutzt haben für gerade irgendwelche kultischen Handlungen? Interessant ist nur, dass diese Höhle tatsächlich nie Sonnenlicht abkriegt. Die Sonne dreht sich sozusagen um diese Höhle herum, die ist so nach Norden orientiert, die liegt immer im Schatten. Vogelherdhöhle, die hat 2 Eingänge, die hat einen sonnigen, sehr sonnigen Eingang und einen etwas verdeckteren, aber das hat der Stadel nicht. Die Höhle hat wahrscheinlich eben vor 40.000 Jahren auch nicht genauso ausgesehen wie heute. Die ist sehr überformt durch, im Winter muss man sich vorstellen, vereist die Höhle teilweise, dann sprengt es Teile der Wände oder Decken gar ab. Also die jetzige Höhlenöffnung und auch die höhleninnere Struktur hat nicht ganz so ausgesehen wie heute. Jeder kann sich da seine Gedanken zu machen und meinen, was es jetzt ist. Ich habe da auch ganz skurrile Vorschläge, ich habe da ganze Kuriositätensammlung mittlerweile. Aber sie ist zu weit weg von uns. Wir leben in unserer Zivilisation in ganz anderen auch Gedankengängen. Wir wissen es nicht. Was soll es? Ich kann jetzt da Gott was reininterpretieren. Gottheit, Löwengottheit oder was weiß ich. Es bringt uns ja nicht weiter. Wir sind in einer sicher weit mehr mit der Natur verbundenen Kultur, als wir uns das irgendwie ausmalen können, auch abhängig die Menschen, muss man sich ja mal vorstellen, die lebten in der gleichen Landschaft, im gleichen Lebensraum wie die Löwen. Und waren fast eigentlich Nahrungskonkurrenten. Löwe und Mensch sind Nahrungskonkurrenten gewesen in der Zeit. Trotzdem spielt der Löwe in der darstellenden Kunst dieser Zeit, wir haben ja nicht nur die Löwenmenschen, wir haben auch die vielen kleinen Löwenfiguren, der Anteil ist relativ hoch. Dieses Tier spielte eine Rolle, die waren nah dran an den Tieren. Auch wenn der Name Höhlenlöwe, der impliziert, die hätten in Höhlen gelebt, das stimmt nicht. Die haben im halboffenen Gelände gelebt, wie die heutigen Löwen auch. Aber wir finden halt in den Höhlen die Knochen von den Löwen. Im Freien findet man sie nicht, deshalb kam der Name Höhlenlöwe zustande. Und dass die Menschen sie mit solchen Tieren sozusagen auf der einen Seite sicher bewundert haben, auf der anderen Seite auch gefürchtet haben,
kann man sich gut vorstellen. Der Löwe ist ja heute noch bei uns in der König der Tiere. Und das ist für mich das Faszinierende, dass man mit solchen Großkatzen sozusagen in einem Raum lebt und trotzdem in Interaktion ist. Der Löwe ist für mich ein Beispiel der Interaktion zwischen Löwe und Mensch. "40,000 years old. It's so far away." I say, is it really so far away? A generation, 20 to 30 years, how many generations we have to go back to be in the time of the Lion Man? And it's not really so far away. Here, figurine from the Ice Age. They have the idea, oh, it was every day, it was cold, and people had to struggle for life and having food and so on. It was a hard living. It isn't right for the time of the Lion Man. As we know from pollen analytics, from botanics, from faunistic elements like animal bones and so on, we have a very moderate climatic situation in this part of the last ice age. People hadn't, it sounds simple, they had the time to do things like the Lion Man, the other figurines, to elaborate a worldview. I'm sure they had a worldview, and they had good conditions for living. They had enough to eat. They had. It was not really cold. We had in the valley of the Rhone and the Arve, we have small forests. They were living deer and animals like living today on the surface of the Swabian Mountains. There was living reindeer and mammoth and animals we know as typical Ice Age animals. But we have a mixture at this time. That's proven by the archaeologists. So for me, I wouldn't say it was a paradise, but it was good conditions. And they were getting worse. In the next, from 1,000 years to 1,000 years, they're getting worse. And in about 20,000 years away from now, we have the absolute ice age in Europe. And when I say in the year 2021, for 3,000 years we have no traces from humans on the whole Swabian Mountains. That must imagine, 3,000 years, no humans. It was really icy. That was the high climatic of the last ice age. But in the time of the Lion Man, it was quite good conditions. That's sometimes the idea when I want to look behind the figurine. We have no really connection to this time. Of course, this time is without any written things. We have no chance. We try to reconstruct the living of this period, the humans of this period. And we have also our ideas concerning how many humans lived at this time here. I'm sure, other my colleagues too, that when the things we dig from the caves in the region here, they are not from a continual settlement over the whole ice age. There have been long periods of no humans moving on the mountains here, and then maybe 2, 3, 4 generations, and then they went away, left the region. So it's very hard to reconstruct. We don't know how many people lived in one time. We say it was a group living in a cave, 10 to 20 people, but not really many people living at this area here. And especially for me, concerning going back to the Lion Man and to the work behind the Lion Man,
I had sometimes the idea that this figurine may have been carved by a person who was disabled. You break your leg in the Stone Age. You can't go hunting. Your community must feed you. Otherwise you would have been lost. But you have special skills to do figurines. I'm sure not every person in this community was able to carve such figurines. Also not the horse one or the lion and the water bird. You must be an artist anyway, but maybe this artist was really disabled in another way.